Du auch hier? Nein, meine Fangkurve geht doch gar nicht. Ja, dann fangen wir an mit Daumen drücken, weil das ist die letzte Chance, die er hat. Oh. Auf die Plätze! Am Ende gibt er sich vielleicht die Schuld und dann kann er niemals mehr jemandem vertrauen. Sein ganzes Leben lang nicht. Wollen Sie das wirklich? Nein, natürlich will ich das nicht. Hören Sie, Graf Lahnstein, ich habe kein Interesse daran, Hannes zu verunsichern oder gar sein Vertrauen zu erschüttern. Aber genau das würden Sie natürlich tun, wenn Sie ihn mir wegnehmen. Er würde das nicht verstehen, er würde sich die Schuld an der Situation geben. Wissen Sie, als ich meinen Sohn gestern Nacht ins Bett gebracht habe, da hat er meine Hand genommen, mich ganz ernst angeschaut und gesagt: Papa, ich will immer bei dir bleiben. Und das habe ich ihm auch versprochen. Ich habe ihm versprochen, dass er nie wieder weg muss. Bitte, ich will ihn nicht enttäuschen. Das hat der kleine Kerl einfach nicht verdient. Er ist doch noch ein Kind. Ich versichere Ihnen, Hannes Wohl steht bei uns an erster Stelle und wir werden jeden Aspekt bei unserer Entscheidung berücksichtigen. Danke. Das ist wirklich alles, was ich erwarten kann. Sie entschuldigen mich, ich würde gerne noch mal nach Hannes sehen. Ja. Auf die Plätze! Fertig! Hey, komm, los! Hey! Ja! Und? 12,9. Das heißt? Das reicht. Komm, wir fragen nach, ob es gereicht hat. Und, wie sieht's aus? Hat's gereicht? Hast du bestanden? Du sprichst mit einem frisch gebackenen Sportstudenten. Ja! Sehr gut. Alter Schwede, erst die 2 Fehlstarts, dann so eine Show. Musste erst Olli zum Daumen drücken kommen, dass dir was reißt, hä? Ich habe so gehofft, dich zu sehen. Ich habe dich so vermisst. Und ich dich erst. Wir müssen so bald wie möglich unseren Ausflug in die Jagdhütte wiederholen. Nur wir zwei? Ach, das wäre ein Traum. Dieses Versteckspiel macht mich noch wahnsinnig. Ich habe das eben ernst gemeint mit der Jagdhütte. Denkst du nicht, wir könnten vielleicht? Ich fürchte, im Moment ist das unmöglich. Ich habe einen Haufen Arbeit und bei Hannes steht eine Entscheidung an und Streitmann braucht meine Einschätzung. Was wirst du ihm sagen? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ansgar hat mir gerade noch mal gesagt, wie viel ihm sein Sohn bedeutet und es schien ihm sehr ernst. Auf der anderen Seite fälscht er das Testament seines Vaters, treibt Adrian in den Ruin. Tja, wie gesagt, man kann viel Schlechtes über Ansgar sagen, aber seinen Sohn, den liebt er wirklich. Trotzdem habe ich ein klitzekleines Problem damit, wenn er versucht, die Mutter seines Kindes zu erwürgen. Und dann auch noch vor Hannes Augen. Das heißt, er verliert das Sorgerecht? Wenn ich Streitmann davon erzähle, ist das sehr wahrscheinlich. Wenn? Sowas kannst du doch nicht verschweigen. Ja, aber was passiert dann mit Hannes? Wer kümmert sich dann um ihn? Ich weiß auch nicht, was die beste Lösung ist. Aber vielleicht ja doch. Ach herrje. Was willst du denn hier? Grüßt man so seine Verlobte? Tanja, es wird nicht lustiger, je öfter du es wiederholst. Wir sind nur ein paar, solange das Jugendamt dabei ist. Ansonsten kann ich dich selbstverständlich behandeln, wie du es verdienst. Also zisch ab, ich hab zu tun. Etwas mehr Dankbarkeit wäre angebracht, wenn ich ein gutes Wort für dich einlegen soll.
Aber das wirst du doch ohnehin tun. Zumindest solange du davon ausgehst, dass ich das Sorgerecht behalte. Für die Chancen übrigens ausgesprochen gut stehen. Ja, ich habe gerade die kleine Brandner auf Königsbrunn getroffen. Wusstest du, dass ihre Mutter abgehauen ist, als sie noch ein kleines Mädchen war? Oh Gott, die arme Kleine. Schlimm. Sie muss schwer darunter gelitten haben. Ich konnte sie davon überzeugen, dass sie Hannes dasselbe antun würde. Und das hat funktioniert? Und wie? Sie konnte gerade noch die Cola-Tränchen zurückhalten. Ich bin mir sicher, dass sie Streitmann nichts von unserem kleinen Fauxpas erzählen wird. Unterschätzt sie nicht. Na, und selbst wenn schon. Solange du bestreitest, dass ich dir in die Gurgel gegangen bin, steht Aussage gegen Aussage. Ansgar von Lahnstein hat was? Ja, Dessert. Danke. Dankeschön. Gerne. Ich muss jetzt noch mal nachfragen. Was genau hat Graf Lahnstein gemacht? Er hat versucht, Tanja von Anstetten zu erwürgen. Allerdings habe ich keine Beweise. Frau von Anstetten streitet den Vorfall nämlich ab. Nach allem, was ich bei diesen Leuten erlebt habe, glaube ich Ihnen auch so. Mir ist jetzt klar, dass der Junge bei diesen Eltern nicht aufwachsen kann. Das heißt, Sie wollen dem Grafen das Sorgerecht entziehen? Ich werde so schnell wie möglich einen Antrag stellen. Und dann brauche ich noch eine Empfehlung, wo der Junge untergebracht werden kann. Eine Unterbringung in einem Heim kommt meiner Meinung nach nicht in Frage. Hannes hat schon genug mitgemacht bei dem ganzen Hin und Her zwischen seinen Eltern. Und jetzt soll er sich noch mal an ganz fremde Leute gewöhnen? Außerdem würde die Presse ihn auf Schritt und Tritt verfolgen. Ja, das ist wohl wahr. Das Gleiche gilt für eine Pflegefamilie. Bleibt also nur noch das nähere Umfeld. Und da kommt nur eine Person als Erziehungsberechtigte in Frage. Seine Tante, Carla von Lahnstein. Sie ist alleinerziehend und sie ist lesbisch. Manche Richter legen Wert auf eine männliche Bezugsperson in der Nähe des Kindes. Carla von Lahnstein hat ein ausgezeichnetes Verhältnis zu dem Vater ihrer eigenen Tochter. Lars Schneider ist Rechtsanwalt und gilt als zuverlässig. Ich könnte mir keine bessere Bezugsperson vorstellen. Haben Sie schon mit ihr gesprochen? Nein, sie weiß noch nichts von ihrem Glück. Ich wollte erst ihr Okay haben. Das haben Sie. Ich werde beim zuständigen Richter beantragen, Ansgar von Lahnstein das Sorgerecht zu entziehen. Da ist er ja. Wie sieht's denn aus? Können wir los? Ich hol mir noch eben was zu trinken, okay? Entspann dich. Ich hol dir was. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du kannst Unterstützung gebrauchen. Dann hätte ich dir Bescheid gesagt. Ciao. Falls es dich beruhigt, dann sieht er nicht an, dass wir zusammen im Bett waren. Was soll das jetzt? Ja, deswegen bist du doch so nervös, weil du nicht willst, dass es jemand rauskriegt. Quatsch. Können wir ja gleich deinen Studienplatz zusammen feiern. Oder hast du ein Problem mit mir? Nein. Mann, ja. Jedes Mal, wenn wir zusammen sind, muss ich daran denken, was zwischen uns passiert ist. Und das willst du nicht. Nein. Umso schneller ich das vergesse, desto besser. Wenn das so ist. Wo ist denn der Olli jetzt auf einmal hin? Da musst du noch irgendwas erledigen. Den hätten wir eigentlich mitnehmen können. Egal. Der Wagen steht da hinten. Komm, lass los. Hiermit kündige ich fristlos. Mein Büro ist bereits zu warten. Was denn? Mein Cousin verlässt mich? Nach deiner Aussage für Tanja sehe ich keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit. Außerdem habe ich keine Lust, für so ein widerliches Schwein wie dich zu arbeiten. Als ob du von Degenhardt was anderes gewöhnt wärst. Selbst Adrian hätte nicht das Leben seiner Nichte riskiert, um irgendeine dreckige Intrige durchzuziehen. Wenn du auf die verdorbene Babymilch anspielst, es gibt keinerlei Beweise gegen mich. Die brauche ich auch nicht. Mir kannst du nichts vormachen. Du hast überhaupt kein Gewissen. Oh je, ist ja genauso ein Weicher, wie mein Vater es war. Dabei hatte ich gehofft, Degenhardt hätte dir beigebracht, wo der Hase langläuft. Vielleicht hättest du besser mal ein paar Lektionen bei ihm nehmen sollen. Dann wärst du mit deiner krummen Tour vielleicht durchgekommen. Oh je. Ja, lach nur. Irgendwann erstickst du dran. Dann geh doch. Geh zu meinen Geschwistern oder noch besser, geh zu Elisabeth. Club der Verlierer, genau deine Liga. Wir sehen uns noch. Ja, spätestens wenn du angekrochen kommst, um dich bei mir zu entschuldigen. Vollidiot. Machst du mir ein Chai Latte zum Mitnehmen, bitte? Ja, klar. Danke.
Weißt du was? Charlie hat mich befördert. Ich kann jetzt wieder kellnern. Wow, Glückwunsch. Du kannst wenigstens so tun, als ob du dich freust. Kollege. Das tue ich ja. Ich habe nur gerade selbst genug Stress an der Backe. Lass mich raten. Der Stress ist männlich, wohnt mit dir zusammen und heißt... Christian? Lies es von meinen Lippen ab. Vergiss ihn. Es gibt noch andere Typen in Düsseldorf. Ziemlich süße sogar. Zwischen Christian und mir, da ist was. Ach ja, nur leider bemerkt er nichts davon. Doch, er weiß es auch, aber er traut sich noch nicht, es zuzulassen. Mann, der braucht einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, klar. Zeit. Wozu braucht er denn noch Zeit? Entweder er steht auf dich oder nicht. Ach Mann, Olivia, so einfach ist das nicht. Bitteschön. Danke. Christian hat sich zum ersten Mal einen Mann verguckt. Das ist der totale Flash für ihn. Aber irgendwann, da wird er es akzeptieren. Und so lange willst du jetzt auf ihn warten? Ja. Ja, nehmen Sie doch bitte Platz. Ja. Zugegebenermaßen war ich schon überrascht, als Sie in dem Prozess für Frau von Anstetten ausgesagt haben. Aber das Bild, was Sie mir jetzt bieten, hätte ich nun wirklich nicht erwartet. Ja, es stimmt. Wir haben alle unsere Differenzen überwunden. Ab jetzt sind wir nur noch für unseren Sohn da. Und warum haben Sie dann versucht, Frau von Anstetten zu erwürgen? Wie kommen Sie auf sowas? Das würde Ansgar nie machen. Ich weiß nicht genau, warum Sie den Vorfall abstreiten. Ich weiß aber genau, dass auf meine Mitarbeiterin hier 100%ig Verlass ist. Und deswegen habe ich vor Gericht beantragt, Ihnen das Sorgerecht für Hannes zu entziehen. Was? Sie können mir doch nicht meinen Sohn wegnehmen, weil diese Person da irgendwelche Lügen über uns verbreitet. Die Beobachtung von Frau Brandner lässt mir keine andere Wahl. Da kommt ein Romeo. Ach so, ich dachte mir, weil du so schön gerannt bist, hast du heute frei. Und, wie ist es gelaufen? Bestanden hat ich. Nee, echt, herzlichen Glückwunsch. Und du bist dir sicher, dass er neuerdings auf Männer steht? Danke. Ja, ich habe dir auch die ganze Zeit die Daumen gedrückt. Deshalb hatte ich wahrscheinlich auf den Lauf meines Lebens. Ich werde mich revanchieren. Gerne, ich komme drauf zurück. Ihr beide trinkt doch mit. Klar. Ja, dann trinken wir auf Christian. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hast du wirklich ganz toll gemacht. Danke. Auf dich. Ich wusste, du packst das. Stimmt es eigentlich, dass alle Sportstudenten so gut gebaut sind? Das solltest du mal kontrollieren. Sorry, ich muss dann schon los. Ich hab noch was zu tun. Sobald wir den richterlichen Beschluss haben, hören Sie von uns. Sie können doch meinen Sohn nicht einfach in ein Heim stecken. Guten Tag. Das ist alles deine Schuld, weil du mich angegriffen hast. Wie kann man so dämlich sein? Was? Du hast mich doch provoziert. Ein Schwachsinn. Glaubst du vielleicht, ich lasse mich zu einer Ehe zwingen? Dann hätten wir aber das Sorgerecht. Mensch, Ansgar, die nehmen uns unser Kind weg. So etwas ist immer furchtbar. Lässt sich manchmal aber leider... Das ist Gräfin Lahnstein, nicht wahr? Die Besprechung heute Abend wird nicht so lange dauern, dafür sorge ich. Ich bin auf jeden Fall da, um die Kleine ins Bett zu bringen. Darf ich? Danke, ich bleibe noch. Ich rede gleich mit ihr. Gut. Sie melden sich dann, wenn Sie eine Antwort haben. Guten Tag. Würden Sie noch einen Augenblick warten? Ich würde ihr gerne noch eine Decke holen. Gräfin Lahnstein, Ja. kann ich Sie kurz sprechen? Ich würde gern mit Ihnen über Ihren Neffen sprechen. Was ist mit Hannes? Sie wissen, dass die Lebensumstände von seinen Eltern, naja, alles andere als vorbildlich sind. Das könnte man so sagen, ja. Wir vom Jugendamt sind zu der Überzeugung gekommen, dass das Beste wäre, Ihrem Bruder das Sorgerecht zu entziehen. Sie wollen Ansgar den Sohn wegnehmen?
Und was wird da mit Hannes? Genau darüber möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Wären Sie bereit, die Vormundschaft für Hannes zu übernehmen? Ich fürchte, legal können wir da gar nichts mehr machen. Ach, legal. Das interessiert mich doch nicht. Lass dir irgendwas einfallen. Weißt du was? Ich hab doch noch das Foto von Sebastian und Lydia. Hier. Ach, das kannst du vergessen. Wir sind doch schon lange nicht mehr zusammen. Toll, dann haben wir also nichts in der Hand. Moment mal. Niemand nimmt mir meinen Sohn weg. Uns muss irgendwas einfallen. Mein Bruder und ich haben nicht gerade das beste Verhältnis, um es milde auszudrücken. Er würde niemals akzeptieren, dass ausgerechnet ich seinen Sohn erziehe. Und das hat er nicht mehr zu entscheiden. Uns ist durchaus bewusst, dass es Schwierigkeiten geben wird, auch weil das gesamte Erbe an dem Sorgerecht hängt. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wissen Sie, was Sie da von mir verlangen? Heißt das, Sie lehnen ab? Ich würde mir viel Ärger ersparen. Andererseits, Hannes braucht ein Zuhause. Ich werde da noch mal eine Nacht drüber schlafen. Natürlich. Na? Was baust du da? Willst du es mir nicht verraten? Verstehe. Erwachsene haben von sowas keine Ahnung. Wenn Sophia ein bisschen größer ist, dann könnt ihr bestimmt beide wunderbar zusammenspielen. Würde es dir gefallen, wenn du zu mir kommst? Was? Das ist ja wohl nicht dein Ernst, oder? Hey. Hey. Olli? Ich wollte mich noch bei dir bedanken. Ich fand's nett, dass du zur Unterstützung gekommen bist. Ohne dich hätte ich die Prüfung wahrscheinlich verhauen. Stimmt nicht. Aber ich hab's gern gemacht. Du, Olli. Ja? Nicht so wichtig. Ich muss jetzt auch wieder runter. Die anderen warten schon. Okay. Ich bin so ein saublöder Vollidiot. Können wir jetzt vielleicht mal wie Erwachsene miteinander reden? Was denn? Du willst mir mein Kind wegnehmen und erwartest, dass ich ruhig bleibe? Das Jugendamt will ihn dir wegnehmen, nicht ich. Und daran bist du selbst schuld. Außerdem habe ich mich noch gar nicht entschieden. Ja, sicher. Die Gelegenheit, mich zu demütigen, müsste dir wohl kaum entgehen lassen. Darum geht's doch gar nicht. Es geht um Hannes. Und wenn ich die Vormundschaft übernehme, dann bleibt er wenigstens in der Familie. Ja, er bleibt bei euch. Ach, das Erbe übrigens auch. Ich wusste, dass das kommt. Na was, immerhin hast du doch versucht, zusammen mit Elisabeth mich fertig zu machen, wegen des Erbes, oder nicht? Uns ging es um Gerechtigkeit. Oh, bitte, das ist ja lächerlich. Ansgar, ich will nur, dass es Hannes gut geht. Das ist schon merkwürdig. Früher hat dich das gar nicht so interessiert. Das ist nicht wahr. Ja, aber wenn man natürlich nebenbei noch ein Vermögen abgreifen kann, dann... Geld ist nicht alles im Leben, Ansgar. Wo auch immer Hannes hinkommt, ist es gut, dass er nicht mehr bei dir ist.
Tanja, Ansgar hier. Schick mir doch mal bitte dieses Foto. Ja, das von der kleinen Brandner und Sebastian. Schön, dass du da bist. Bist du allein? Sind alle unterwegs? Na dann. Ist was? Bei Hannes ist endlich eine Entscheidung gefallen. Das heißt, Ansgar... Verliert das Sorgerecht, ja. Danach sieht's aus. Und wie hat er reagiert? Er ist total ausgeflippt und war stinksauer, aber ich kann's auch irgendwie verstehen. Dann nimmt ihm einfach so jemand sein Kind weg. Aber du hattest keine andere Wahl. Ich glaube auch, dass wir eine ganz gute Entscheidung getroffen haben. Wir haben Carla gefragt, ob sie die Vormundschaft übernehmen will. Carla? Sie wäre perfekt. Sie muss nur noch zustimmen. Ach du Scheiße. Ansgar kriegt einen Anfall, wenn er es hört. Ist mir egal. Ich habe keine Angst vor ihm. Hauptsache, Hannes ist in guten Händen. Und das ist ganz allein dein Verdienst. Ich liebe dich. Sorgerechtskrieg um meinen Zweijährigen Kampf um das Millionenerbe und ein böser Verdacht hat die zuständige Mitarbeiterin vom Jugendamt Lydia Brandner sich bestechen lassen, um Carla von Hanstetter Sorgerecht zuzuschauen. Geld und Sex. Das soll Sebastian von Hanstetter mir als Gegenleistung geboten haben. Ist es nicht schlimm? So ein Skandal. Haben Sie? Sie haben sich das ausgedacht. Aber davon stimmt kein Wort. Ach nein? Haben Sie keine Affäre mit Sebastian? Und Carla soll auch nicht das Sorgerecht bekommen? Sehen Sie, es ist ganz einfach. Die Leute glauben eben, was sie sehen. Aber ich kann Sie beruhigen. Ihr Exemplar da ist eine Sonderausgabe. Ganz speziell für Sie. Allerdings genügt ein Anruf in der Redaktion. Und die Titelseite sieht morgen im ganzen Land so aus. Das wagen Sie nicht. Ich behalte das Sorgerecht für Hannes. Oder Ihre Karriere ist zu Ende, bevor sie angefangen hat. Das ist Erpressung. Und es wird noch viel unangenehmer für Sie, wenn Sie nicht tun, was ich sage.